Seit 40 Jahren bereist ihr schon die Sahara, ne? 1400 Kilometer durch unberührte Wüstenlandschaften in Mauretanien. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, wir brauchen ein geländegängiges Fahrzeug mit so einer Kabine drauf. Ja, die Temperaturen ist schon eine Belastung für das ganze Material. Ja. Und das hat alles klaglos mitgemacht. Ja. Das hat sich voll alles so erfüllt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich sage das jetzt nicht, um anzugeben, oder es sind extreme Strecken, die wir gefahren sind, extreme Reisen. Viel mehr kannst du eigentlich nicht machen. Vielen Dank, dass wir hier zusammensitzen. Das finde ich total schön. Du bist einfach ein Reisender oder ihr seid einfach Reisender und ihr seid schon so viel rumgekommen. Und das ist natürlich toll, mal einen Live-Bericht von dir zu hören, wie das mit der Kabine ist, was du so gemacht hast damit oder ihr damit gemacht habt. Also mit dieser Kabine haben wir mittlerweile die Sahara zweimal bereist. 4-mal durchquert, 2-mal nach Süden, 2-mal nach Norden. Das ist ja auch total spannend. Ihr habt ja Sachen gemacht, die andere noch nicht gemacht haben, hast du mir erzählt. Gerade jetzt beim zweiten Mal oder beim ersten Mal schon. Ja, beides Mal. Beim ersten Mal, also die Reise im Januar, Februar, März letzten Jahres, sind wir als einer der ersten Reisenden von Algerien nach Mauretanien eingereist. Und das ist eine heikle Gegend, auch politisch gesehen und fahrtechnisch anspruchsvoll, weil da eine Entfernung von 800-900 Kilometer zwischen 2 Versorgungspunkten zurückgelegt werden musste. Und dazwischen ist nichts. Dazwischen ist nichts, also keine Versorgungsmöglichkeit, sprich Wasser und Treibstoff, also Diesel ist wichtig. Und dazwischen lag auch noch eine Landesgrenze. Wir sind also in Mauretanien eingereist und hatten jetzt noch 800 Kilometer vor uns und haben dafür so 8-9 Tage veranschlagt, viele hunderte Kilometer querfeldein, teilweise auf Pisten, bis wir in die erste Stadt kamen, bis wir überhaupt mal eine Versicherung abschließen konnten, bis wir Geld tauschen konnten. Wir waren offiziell eingereist, aber noch nicht richtig komplett. Aber das hat dann nochmal 8 Tage gedauert, bis wir zu einer Stelle kamen, wo wir das machen konnten. Das war das Highlight bei der vorletzten Reise. Und bei der letzten Reise war es ein Abschnitt über 1400 Kilometer durch unberührte Wüstenlandschaften in Mauretanien. Das haben wir natürlich nicht alleine gemacht. Also solche Extremreisen, es sind immer Begleitfahrzeuge dabei. Ja. Sogar ein Versorgungsfahrzeug bei der letzten Reise, weil wir viel Sprit gebraucht haben. Also wir haben über 400 Liter Diesel gebraucht und das muss organisiert werden. Ja. Aber das hast du alles organisiert, ne? Das habe ich organisiert, ja. Also die Route von zu Hause ausgearbeitet und dort vor Ort mit einem Mauretanier, den ich schon länger kenne, dann mit dem zusammen und mit noch einem weiteren Reisenden die Route gemacht, die Tour gefahren. Wie hat sich diese Kabine bewährt in den Wüsteneinsätzen sozusagen? Muss vielleicht ein bisschen ausholen. Du weißt ja, wir sind lange Zeit Land Rover-Fahrer gewesen. Das ist übrigens auch was, ne? Also ihr seid schon seit 40 Jahren, bereist ihr schon die Sahara, ne? Seit über 40 Jahren. Ja. 84 haben wir die erste Sahara-Tour gemacht. Damals mit dem PKW, dann mit dem VW-Bus und dann seitdem mit Land Rover Ende der 80er Jahre. Waren viele Jahre in Libyen gewesen, in Algerien, in Mali, dann Mauretanien auch, Marokko, Tunesien, Ägypten, also ganz Nordafrika. Und während der Berufstätigkeit immer den gesamten Urlaub genommen, 6 Wochen dorthin gefahren, wieder zurückgefahren. Und vor 3 Jahren, du weißt vielleicht noch, als wir dich das erste Mal in Lübeck besucht haben, ist bei uns auch der Gedanken gereift, wir haben im Land Rover geschlafen, innen auf der Holzplatte geschlafen, war super, war immer alles dabei und hat super funktioniert, aber kein Komfort, null Komfort, man muss sich außen waschen, man muss außen kochen und von daher ist es, sagen wir immer, ein Schönwetterauto. Du musst halt in Gegenden fahren, wo kein Regen ist, wo es relativ warm ist und wir wollten ja jetzt auch irgendwann mal in Europa, Nordeuropa oder sonst irgendwo unterwegs sein, auch nicht im Sommer, sondern vielleicht auch mal im Winter. Und haben gesagt, wir bräuchten ein Auto,
was ein bisschen mehr Komfort als der Land Rover. Ja. Also alles bietet dann mehr Komfort als der Land Rover. Und haben lange gesucht, einen Bus, ein VW, also VW-Busgröße oder irgendein, dann was Geländegängiges, so ein Bus, ein Sprinter, und das war alles nichts für uns, weil wir jetzt schon 40 Jahre lang gewohnt waren mit einem Allradfahrzeug irgendwo, wo wir gesagt haben, da fahren wir hin, dann fahren wir hin. Und dann ging das mit dem Fahrzeug, es war nie die Einschränkung. Und dann sind wir auf den Trichter gekommen, wir brauchen ein geländegängiges Fahrzeug mit so einer Kabine drauf. Dann haben wir uns Kabinen angeguckt mit Festaufbau, also mit hohem Dach. Und das war für die Sachen, wie wir sie fahren wollen, gefahren haben und auch zukünftig noch fahren wollen, zu schwer der Aufbau, zu hoch der Aufbau, der Schwerpunkt zu hoch. Und dann sind wir irgendwann auf deine Kabine gekommen, haben uns das da angeguckt und das hat uns überzeugt, dass man das Dach runter machen kann, dass die Kabine von den Abmessungen okay ist. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, du hast eine Frage gestellt, wie sind wir damit zufrieden? Und wir heißt meine Frau und ich, wir sprechen da die gleiche Sprache. Das hat sich voll alles so erfüllt, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja. Außen noch ein paar Anbauten, Umbauten, damit man auch so eine Reise machen kann. Tankkapazität erhöht, um Kanister noch mitzunehmen. Und die erste Sahara-Reise, das hat alles funktioniert. Es war nichts auszusetzen. Zugegebenerweise habt ihr ja die Kabine auf Wüstentauglichkeit getestet. Das habe ich ja vorher nicht gemacht. Ja. Und dann gleich 3 Monate. Das finde ich schon echt total spannend. Ja. Man fährt natürlich so auch im Gelände, ich habe gesagt, also mehrere 100 Kilometer querfeldein, natürlich behutsam. Also es ist kein Rallye-Fahrzeug. Genau. Wir sind noch nicht rallye-mäßig unterwegs. Wir wollen dorthin fahren, wir wollen das genießen. Und wir wollen auch wieder gesund an Leib und Leben und am Material wieder nach Hause kommen. Ja. Ihr wart bisher mit der Kabine dann nur, in Anführungsstrichen, in der Sahara, aber ihr wart ja fast, oder? Nee, die erste Reise, wir haben das ja vor fast 2 Jahren haben wir die Kabine bekommen. Die erste Fahrt ging in die Türkei. Wir sind also über den Balkan, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, dort auch ein bisschen abseits der Hauptstrecken gefahren, dann in den asiatischen Teil von der Türkei übergesetzt, am Schwarzen Meer entlang bis an die georgische, armenische Grenze, dann an der iranischen Grenze entlang, irakischen Grenze, also Armenien. Also das war damals die Schnuppertour, so überwiegend natürlich auf Teerstraßen, um jetzt mal auch zu sehen, was müssen wir jetzt hier noch an Ausrüstung oder wie lebt man in der Kabine, ist ja für uns neu gewesen. Ne? Und es war das erste Erlebnis, als mal ein Gewitter über uns ging. Wir haben hinten drin gesessen. Ne? Und im Land Rover hat man dann vorne auf dem Sitz gesessen und hat gewartet, bis der Regen vorbei ist. Und dann konnte man wieder weiterleben. Was habt ihr denn dann festgestellt, als ihr jetzt mit der Kabine unterwegs wart? Was hat euch gefehlt oder habt ihr was vermisst oder habt ihr irgendwas noch zusätzlich angeschafft oder denkt ihr müsst noch was anschaffen? Jetzt seid ihr ja schon mindestens 3 Riesentouren gefahren. Ja, also nach der ersten Wüstentour war klar, dass ich am Fahrwerk noch was machen muss. Das ist die Federn hinten, zumindest hinten, verstärkt werden müssen. Die Kabine steht auf dem Toyota Hilux, 2,8 Liter Automatik, OME-Fahrwerk, Höherlegungsfahrwerk, allerdings nicht aufgelastet. Man muss dann sagen, die Kabine wiegt leer 2,8 Tonnen. Oder 2,85, schon je nachdem, was man auch anbaut und Dachträger und so weiter. Und da kann man halt mit 3,25, hat glaube ich der Hilux auch, ne? Kommt man ja auch gut. Also ich habe ja meinen auch nicht aufgelastet. Den nächsten werde ich auflassen, weil die Kabine ein bisschen größer ist. Aber jetzt hast du gesagt, jetzt habt ihr da am Fahrwerk, habt ihr noch was geändert? Ja, also ich habe hinten noch eine zusätzliche Blattfeder eingebaut. Ja. Die bringt nach Taubenreude, also nach Vorgaben, noch immer 200 Kilo. Ja. Das hat mir einfach das Fahrverhalten gezeigt, so im Gelände, in Unebenen, wenn man da mit 40, 50, 60 da fährt und dass das ein bisschen strammer sein könnte. Ne? Das habe ich jetzt umgesetzt und das war vollkommen der richtige Schritt und im nächsten Schritt werde ich auch vorne nochmal die Federn etwas verstärken, weil da hatte ich auch so das Bedürfnis, dass er ein bisschen strammer und ein bisschen fester auf der Vorderachse sein muss. Du hattest mir erzählt, dass er ein bisschen wippt, ne? Dass er so ein bisschen eintaucht oder zu viel eintaucht. Ne? Ja. Und die Kabine als solches, habt ihr Anbauten? Ich glaube, hinten sind 2 Halter für 20 Liter Reservekanister. Ja. Also das habe ich als erstes gemacht. Ich wollte meine Aluminiumsandbleche auf jeden Fall immer dabei haben, auch wenn ich in die Türkei fahre. Ja.
Das hatte ich damals gemacht. Also in der Schräge hängen In der Schräge, ne? Da hängen die Sandbleche. Dann für die Algerienreise habe ich oben Halterungen gemacht, um 2 Dieselkanister hinten anbringen zu können. Wobei jetzt bei der letzten Reise habe ich einen Dieselkanister durch einen Wasserkanister ersetzt. Okay. Einfach um eine Außenwaschgelegenheit zu haben für schnelle Händewaschen. Ja, das ist ein alter Plastikkanister von der Bundeswehr. Hat genau in diese Halterung reingepasst. Ja, perfekt. Und das ist eine tolle Ergänzung gewesen. Was ich auch gemacht habe, vorne auf dem Dach, auf dem Restdach, was der Alkoven noch zulässt. Auf dem Fahrzeugdach, Auf dem Fahrzeugdach. Auf dem Heizungsdach, ja. Da habe ich einen Dachgepäckträger von Rhino-Rack. Gibt es natürlich so einen kleinen nicht. Nein. Aber ich habe den kleinsten gekauft, habe ihn zerlegt, habe ihn abgeschnitten, wieder zusammengebaut, dass er da drauf geht. Und die Größe so gewählt, dass ich noch Reservekanister drauf bekomme. Und wenn es sein müsste, kann ich auch noch ein zweites Reserverad drauflegen. Okay, dann habt ihr hier drin noch ein bisschen Halterung. Ja, das ist praktisch hier so auf jeder Seite so kleine Täschchen für die Sachen, die man nachts so reinstecken will. Die Brille dann abends. Ja, genau. Oder mal ein Taschentuch oder was so noch anfällt, dass man es im Liegen da reinbringen kann. Auch da vorne, da haben wir uns angewöhnt, wenn wir reinkommen, da kommt sofort der Fahrerschlüssel, also der Fahrzeugschlüssel da rein. Ja, witzig, meiner auch, aber ich habe da keine Tasche. Vielleicht sollte ich mal eine Tasche da machen. Da braucht man nicht lange zu überlegen, wo ist der Schlüssel, wenn man wegfahren will. Der ist immer da. Manchmal schließen wir uns die Kabine ab und der Schlüssel ist noch da hinten. Also, dann habe ich hier so Magnete dran gemacht. Ja. Das um Skihandtuch aufhängen zu können. Also ich kenne ja den Erbauer dieser Kabine. Und da weiß ich, dass eigentlich dahinter kein Blech ist. Ja. Das heißt, ihr habt euch da noch einen Blechstreifen reingeklebt. Oder Flacheisen reingeklebt. Flacheisen reingeklebt, okay. Ja, geht. Ansonsten sieht das ziemlich original alles noch aus. Sonst ist nicht, nee. Das sind natürlich nur so Plastikkisten da drin. Ja. Oder Vorräte, Untergrund. Wo du gerade sitzt, also da habe ich noch das war auch noch eine Erkenntnis für so lange Reisen. Wir haben ja diese 3 Kilo Campinggas, Gasflaschen dabei. Und nebendran habe ich mir noch eine Halterung gebaut für eine zweite Flasche, die da verzurrt ist. Also Halterung angeklebt, wie ihr es auch macht. Und dann noch eine zweite Flasche festgezurrt. Und diese 3 Monatsreisen reichen 2 Flaschen aus. Ja, ne? Wie oft benutzt ihr hier diese 230 Volt? Mit Starlink, also die letzte Reise hatten wir Starlink dabei. Und da hat hier die Botnetz-Batterie ein bisschen abgebaut. Wenn man abends länger stand, die Spannung unter 12 Volt abgesagt. Okay. Und Starlink betreibe ich dann gern mit so einem 12 Volt Kabel vorne. Also Starlink ist vorne auf dem Fahrerhaus. Das können wir gleich mal, ist das dieses Rohr, was da drauf steht? Das Rohr, ja, jetzt draufgesteckt. Und dann habe ich ein 2 Meter Kabel mit einem Zigaretteanzünder. Ja. Und den habe ich vorne reingesteckt. Und diese Steckdose wird also hier von dieser Botnetz-Batterie aus der Kabine betrieben. Ja. Und da die Batterie abgebaut hat und unter 12 Volt hört dann Starlink irgendwann auf. Und dann habe ich als Original 220 Volt und 230 Volt Kabel dann hier reingelegt und dann reingesteckt. Und ihr seid viel Wüste gefahren, ne? Viel Wüste. Wie viel Sandanteil ist denn Wüste? Also wenn ihr jetzt fahrt, wie viel Dünen, Sand, weicher Sand ist, wenn man jetzt diese Strecke nach Mauretanien zum Beispiel fährt. Wie viel Sandanteil ist da? Ja gut, die Sahara an sich ist sehr abwechslungsreich. Es ist manchmal das Klischee, Sahara ist Sand. Ja. Das stimmt nicht. Es gibt auch nervige, steinige Strecken. Ne? Ich fahre halt lieber im Sand, weil das ist weicher und angenehmer. Es kommt darauf an, wo man unterwegs ist, wo man hin will. Also was wir dieses Jahr bei der letzten Reise beziehungsweise gefahren sind, die 1400 Kilometer, davon waren ungefähr 1000 Kilometer reine Sandstrecke. Ich finde es natürlich schön zu sehen, dass die Kabine, ich bin davon ausgegangen, also schön zu sehen, dass die Kabine das alles so mitmacht. Ich habe jetzt einige Interessenten für Kabinen, die sind immer ein bisschen abgeschreckt, weil ja das Bett bei uns in dieser Variante der Kabine, wir bauen ja jetzt eine, wo man oben schlafen kann, aber wo man eben unten schlafen muss, weil man eben gar nicht oben schlafen kann. Das Konzept ist ja, wir haben ein Aufstelldach, damit man Stehhöhe hat, ein gutes Raumgefühl hat
und die Kabine eben sehr flach ist oder möglichst flach ist, wenn man normal fährt. Wenn das Dach zu ist, dann hat man halt eine sehr flache Kabine, die keinen hohen Schwerpunkt hat und so weiter. Es gibt jetzt einige Leute, die sagen, ja, wir wollen nicht immer das Bett bauen. Jetzt seid ihr ja monatelang schon mehrfach unterwegs gewesen. Wie empfindet ihr das mit diesem Bettbau? Wir wussten ja, als wir die Kabine gekauft haben, du hast uns ja gezeigt, wie das Bett gemacht wird. Wir wussten erstmal genau, auf was wir uns einlassen. Und wir haben damals gesagt, das ist okay für uns, den Rost hier rauszuziehen, den Tisch hier hinzumachen und die Polster dann umzulegen. Und das ist bei uns schon so eine Routine geworden. Das ist noch nie bei uns störend hochgekommen. Also das haben wir voll akzeptiert. Ja. Das geht so schnell. Manchmal denke ich dran, dann sage ich zu meiner Frau, guck mal, manche machen sich Gedanken, nach das Bett zu bauen. Ja. So schnell geht das. Wir sind zu zweit. Das ist Arbeitsteilung. Ich ziehe das da raus, mache den Tisch. In der Zeit holt sie das Bettzeug raus. Es wird ein Laken drüber gemacht, das stecken wir rein. Ja. Das Bettzeug rausgezogen, hingelegt und fertig ist es. Das ist eine Minute, 2 Minuten maximal. Ja. Kocht ihr hier in der Kabine? Ja, wir kochen gern, wir essen gerne, wir kochen gerne. Also unterwegs kochen wir hier auch ausgiebig. Und ja, mit diesen 2 Flammen ist vollkommen okay. Ja. Morgens halt Teewasser machen oder Kaffee. Und in der Regel kochen wir dann abends was Warmes. Und das geht hier in Töpfen oder Pfannen wunderbar. Ja. Wie ist das mit der Temperatur? Jetzt haben wir ein Aufstelldach also ich weiß ja, wie es ist. Ich nutze es ja auch. Wie sind eure Erfahrungen in Kombination Kälte, Wind, Aufstelldach, oben oder runter machen, Sandsturm, Heizung? Also wie nutzt ihr die Kabine? Habt ihr die stellt ihr das Dach viel auf oder eher nicht so viel? Eigentlich stellen wir das Dach immer auf, muss man sagen. Wenn wir jetzt abends oder mittags einen Nachtplatz gefunden haben, wird also das Dach aufgestellt. Die Gewohnheit ist so, man guckt, wo die Hauptwindrichtung ist, dass man sich in den Wind stellt, dass also der Wind immer von vorne kommt. Und das hat auch zu 90% funktioniert das auch. Also wenn es nachts dann mal bläst und er kommt von vorne, dann schlägt es nicht. Und wenn ich mal nicht drauf geachtet habe, er kommt von der Seite, dann habe ich mich auch schon mal umgestellt oder das Dach runter gemacht. Ja. Wir haben auch, weil wir ja im Dezember, Januar so schon unterwegs waren, schon kalte Nächte gehabt. Gerade in Marokko jetzt auch, wenn man in Höhen ist. Da ist es auch schon mal vorgekommen. Oder bei der Anreise in Europa. Ja. Letztes Jahr in Frankreich war Eis und Schnee. Das war ja Frühjahr, ne? Da wart ihr im Januar, Februar irgendwann unterwegs, oder? Und ein Jahr vorher sind wir im Dezember schon losgefahren. Ah, okay. Und da hatten wir in Frankreich schon frostige Nächte. Und da haben wir fürs Übernachten das Dach unten gelassen. Die Heizung ist gelaufen. Aber dann muss man das Fenster schon aufmachen, ne? Dass da das nicht zu warm wird, ne? Ja, die Haube ist ja immer belüftet, ist klar. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne, Frank. Ich freue mich, dass ich hier bin und auch so herzlich willkommen bin. Ich glaube, ich war jetzt schon 4 oder 5 Mal, hatten wir gerade ja schon mal besprochen, 4 oder 5 Mal hier. Ich denke auch, diejenigen, die das dann irgendwann mal sehen, was wir jetzt hier ausgetauscht haben und die Informationen, die ich vielleicht so ein paar kleine Informationen weitergeben konnte, die für den einen oder anderen vielleicht hilfreich sind. Ja, natürlich. Und, wir blicken ja auf eine reiche Erfahrung zurück. Ja, also wenn ihr nicht die Erfahrung habt mit, also das sind ja extreme, ich sage das jetzt nicht, um anzugeben, oder es sind extreme Strecken, die wir gefahren sind, extreme Reisen. Viel mehr kannst du eigentlich nicht machen. Ja. Seid ja, wenn ihr in Afrika unterwegs seid, nicht nur im Sand, nicht nur auf flachen Pisten, sondern das sind ja auch Steinpisten. Das ist ja, viele denken ja, Sahara ist alles Sand. Da sind ja viele Steine, da ist ja viele bestimmte Bedingungen und auch die Temperatur. Also ich habe das ja so lange nie testen können bisher. 3 Monate und ganz häufig über 40 Grad. Ne? Und das kommt wieder und es ist alles so, wie es soll. Und das ist natürlich schön zu sehen, auch für mich. Ja, die Temperatur ist schon eine Belastung für das ganze Material. Ja. Und das hat alles klaglos mitgemacht. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, hier in der Kabine zu sitzen. Und was mir bei diesen ganzen Kabinen, wenn ich da mal drin sitze wieder, es passiert nicht so häufig, aber die 2, 3, 4, 5 Kabinen war ich schon mal drin. Ich finde es schön, wie gut
die immer alle aussehen, also wie gepflegt die sind und weil sie eben auch robust sind, aber eben auch, weil sie geliebt werden von ihren Besitzern, so wie ihr auch. Und das ist total schön, dann, weil dieses Team, mit dem ich die Kabinen baue, die lieben das halt auch, was sie machen. Und das ist total schön zu sehen, wenn das dann auch gewertschätzt wird, so, ne? Für uns natürlich auch schön, genau. Weil, wie du sagst, wir das ja auch lieben, diese Kabinen zu bauen. Das spürt man ja. Ja, ja, vielen Dank.